So, wir sollten live sein. Herzlich willkommen an alle. Über 200 Leute hier am Warten bei diesem spontanen Livestream. Herzlich willkommen an alle. Schreibt mal gerne rein, woher ihr kommt, wer alles am Start ist, ob ihr mich gut hört, ob ihr mich gut seht. Ich hoffe, euch geht's gut. Wer ist am Start? Levi, hi. Magic Olsen, hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Doc Rabbit aus Rosenheim, grüß dich. Handwerker ist am Start. Bernhard, moin. Alles im grünen Bereich, sehr schön. Das freut mich zu hören. Drachenlad ist auch dabei. Da passiert gleich gar nichts. Ich bin auch gespannt. Ich habe es auch bei uns in der Telegram-Gruppe gerade oder im Channel geschrieben. Bin echt gespannt, ob er überhaupt was Neues sagt. Gleich beginnt die Übertragung. 18:40 Uhr soll das Event starten. Ich habe das originale Event. Da sieht man ihn sogar. Der ist ja schon vor der Bühne. Ist aber noch alles dunkel etc. Aber ich habe auch hier nochmal so einen CNBC-Livestream, wo die dann auch noch dazu schalten werden. Das werden wir uns dann gemeinsam anschauen, ob es was Neues gibt, ob es was, ja, im Endeffekt gibt es was natürlich Neues. Am Donnerstag und am Freitag kamen ja Arbeitsmarktdaten, die deutlich besser ausgefallen sind. Die Daten allein am Freitag waren ja schon heftig. Die niedrigste Arbeitslosenquote seit über 50 Jahren. Und zuvor hat er am Mittwoch gesprochen und diese Daten waren halt noch nicht bekannt. Mal gucken, ob er sich dann da nochmal extra zu äußert oder ob er in diesem Rahmen, das ist ja jetzt keine PK oder sowas, wo nur er redet, sondern The Economic Club of Washington heißt das Event und da redet er halt gleich und kann sein, dass er da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Das könnte schon sein. Eine Sache will ich aber nochmal erwähnen. Da sehen wir es auch. Da haben die schon bei CNBC auch rübergeschaltet. Ähnlich wie wir es bei der Ahrtal-Katastrophe gemacht haben, habe ich ja mit Basti damals oder bei Basti einen Livestream gemacht, habe ich auch nochmal für die Katastrophe in Türkei und in Syrien auch einen Spendenstream, nicht Spendenstream, sondern Spendenlink hier mal aufgesetzt. Ich kenne Leute, die vor Ort sind, auch betroffen sind und ich werde versuchen, 1:1 das Geld dann auch, nicht versuchen, ich werde dafür sorgen, dass das Geld da 1:1 ankommt und ja, so sinnvoll wie möglich dann einzusetzen oder einsetzen zu lassen. Natürlich wird das Geld nicht erst direkt morgen ankommen. Die Person, die ich da kenne, die verharrt da selber noch im Auto bei Minusgraden, kann nicht zurück ins Haus. Deswegen, wenn ihr da was spenden möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Das findet ihr da im Livestream-Chat oben angepinnt, den Link. PayPal zieht Gebühren ab, aber die Gebühren werde ich übernehmen. Da kamen schon einige Fragen. Deswegen, ja, wer da spenden möchte, kann das gerne machen, aber ist natürlich auch kein Muss. Ne? Also ähnlich wie wir es bei der Ahrtal-Katastrophe gemacht haben, hier nochmal so ein Spendenaufruf. Und vielen Dank. Es ist auch schon einiges zusammengekommen. Das war ja auch ganz spontan. Ich habe das auch nur auf Twitter eigentlich geteilt und bei mir im persönlichen Kreis 2.500 Euro. Und überleg mal, in Lira umgerechnet ist das schon, glaube ich, damit kann man schon sehr viel anfangen. Und vielen Dank für alle, die da jetzt schon gespendet haben. Dicke Spenden kamen da rein. Und wie gesagt, ich versuche da, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird und nicht irgendwie unterwegs verloren geht. Kennt man ja auch so von irgendwelchen Organisationen. Ich persönlich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Deswegen dachte ich, starte mal einen eigenen Aufruf. PayPal zieht bei Spendengebühren. Nice, ja. Wusste ich vorher auch nicht, aber da hatte ich schon den Aufruf gestartet. Ja, also keine Ahnung, bei 50 Euro sind es dann 1 Euro oder sowas. Genau, das zu dem Thema. Natürlich gibt es Wichtigeres als den Markt und die Jerome Powell-Rede, aber trotzdem werden wir jetzt uns mal darauf fokussieren, weil ja, alles andere können wir leider eh nicht ändern. Was denkt ihr, hat Jerome Powell einen à la Bär oder einen texanischen Bull gefrühstückt? Grüße aus der Schweiz. Am Mittwoch, er hat ja im Prinzip nichts gesagt, aber der Markt hat es zu soft aufgenommen, ne? Also, dass er zu locker war, dass er nicht streng genug war, nicht zu hart geredet hat. Mal gucken, ob er da heute einen anderen Ton einschlägt, damit halt der Markt genau das bekommt, vielleicht, was er möchte. Ich bin echt gespannt, ob es überhaupt was Neues gibt. Ich wollte eigentlich ein Video heute machen. Ich habe halt diesen Tweets hier, kann ich euch zeigen sofort. Ich habe einfach nur mal darauf hingewiesen, dass heute wo ist denn der Tweet hin? Hier.
18:40 Uhr, dass er heute im Rahmen eines Events halt sich erneut zu Wort melden wird. Und überall liest man halt auch auf den ganzen Aktien- oder Börsenblättern und Medien, dass alle da drauf schauen. Deswegen habe ich es geteilt gehabt und dann kam halt hier in den Kommentaren, ob ich einen Livestream starte. Deswegen ein spontaner Livestream. Ob wirklich was passiert, werden wir jetzt gleich sehen. Ihr könnt ja mal schon mal eure Einschätzungen in den Chat posten, eure Fragen reinposten, so wie ihr Lust habt. Bin mal gespannt, was ihr denkt. Wird irgendwas passieren oder Non-Events? Grüße aus der Schweiz, Grüße zurück. Heiko ist auch am Start aus Göttingen, so rum. Tessa, hi. Team Hoddle. Team Hoddle sowieso. An der Hoddle-Position sollte sich sowieso nichts ändern, aufgrund einer Jerome Powell-Rede. Non-Event. Ich hoffe, die Kurse gehen wieder runter. Ja, das hoffen halt viele, glaube ich. Ich glaube, es passiert nicht viel, zu viele News, alle zu abgestumpft. Das kommt dazu, ne? Das ist so wie Elon Musk, wenn Elon Musk einen Tweet raushaut, wie damals zu Dogecoin und das Ding geht ab, ist verständlich. Wenn er das aber 100 Mal macht, dann interessiert es halt keinen. Und die PKs, wo der Fokus bei Jerome Powell lag, ist halt auch langsam immer weniger Implikationen. Es sei denn, er haut mal wirklich was Neues raus. Wenn er immer das Gleiche sagt, dann interessiert es den Markt halt wirklich nicht. Team Wirtschaftsingenieure, ja, da bin ich auch drin. Hi Joe, vielen Dank. Short for the win. Ja, es ist weiter eine gefährliche Situation. Das habe ich ja im letzten Video auch schon gesagt, am Freitag, wo wir genau über ja, diese Daten gesprochen haben. Es kamen auch einige News in der Zwischenzeit raus. Genau hier diese Arbeitsmarktdaten, die da rauskamen. Die waren viel zu gut und der Markt hat halt nicht darauf reagiert. In der Zwischenzeit sind wir aber auch abgesagt. Wann war Freitag? Da waren wir noch ja hier bei 23,24 und danach sind wir hier nochmal unter die 22,6 gefallen. Point of Control hält immer noch, vor allem im 4-Stunden-Chart. Zweimal wieder drunter gespiked, aber je öfter wir das Ganze hier antesten, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass es dann irgendwann nicht mehr hält. Es wird sicherlich was passieren. Runter, sagt Selim. Okay. Bin mal gespannt. Ich bin mal überhaupt gespannt, wie überhaupt dieses Event aufgebaut ist. Ich kenne dieses Event auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ihr seht da irgendwelche Roundtables, Anzugsträger und am Ende interessiert sich jeder nur darum, was Jerome Powell durchblicken lässt oder halt nicht. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da natürlich, ne? Das sei auch nochmal erwähnt. 900 Leute bei so einem spontanen Livestream, heftig. Welche News gibt es mit diesem Event? Ja, das ist die große Frage. Sagt er was Neues oder nicht? Ja. Eigentlich wollte ich heute, wie gesagt, ein Video machen. Gab ja einige News, unter anderem hier Binance setzt ab morgen Banküberweisungen für US-Dollar aus. Die sagen, das sind nur, sorry, 0,01% der monatlich aktiven Nutzer. Hört sich so ein bisschen wenig an, aber das wird auch natürlich seine negative Folge haben. Und bei Genesis haben sie wohl eine grundsätzliche Einigung für einen Umstrukturierungsplan. Heißt, die Schulden könnten vielleicht bald zurückgezahlt werden. Das wäre auch top. Aber die News nehme ich vielleicht auch nochmal separat auf. Vielleicht im nächsten Video. Geht's hier gleich schon los? Nee, noch nicht. Hier können wir nochmal auch den Nasdaq einblenden, den S&P einblenden. Wann geht's los? Kann ich noch duschen gehen? Eigentlich um 18:40 Uhr. Lass die 1000 knacken. Die 1000 sind schon, die 1000 sind schon geknackt. Herzlich willkommen an alle. Bin mal gespannt, was abgeht gleich. Kannst du übersetzen? Ja, die Kernaussagen werde ich natürlich versuchen zu übersetzen. Ich werde jetzt hier nicht dolmetschen. Könnte ich auch, glaube ich, gar nicht. Aber, aha, es geht.
Okay, es geht jetzt gleich los im Zoom-Meeting, wo ich drin bin. Da geht's schon los. Ich glaube, der Livestream hier auf YouTube, der hinkt ein bisschen nach. Ich kann allerdings Zoom-Meeting irgendwie nicht einblenden. Irgendwie ist das geschützt. Deswegen schauen wir das über CNBC. Oder soll ich euch live sozusagen ohne dieses Bild direkt was sagen? Weiß ich nicht. But at the time, it wasn't clear that the Woher kommt diese Musik eigentlich? Ja. Okay, wir machen das über Zoom. Ist David, schneller. thank you for that question, and thank you for inviting me here today. It's great to be here. So we don't get to play it that way, unfortunately. Vielen Dank für die 10 Euro. But Vielen lieben Dank. I'll take it this way. So the message we were sending at the FOMC meeting last Wednesday was really that the disinflationary process, the process of getting inflation down, has begun, and it's begun in the goods sector, which is about a quarter of our economy. Okay, ich mache das jetzt hier aus und wir gehen rüber zu I CNBC. think Das sind everybody 30 knows Sekunden our Unterschied special ungefähr. guest is the chairman of the Federal Reserve Board, who has now completed 5 years as chairman as of 2 days ago, your 5th year, and now been on the Fed board for almost 12 years. So, Jay, Ist das laut thank you genug? Ist very das much zu for being laut, here. wenn ich rede vor And allem? why don't we start with an easy question? So, you made a speech last week commenting on the FOMC's decision to raise the Fed discount rate by a small amount, relatively speaking, 25 basis points. Some people would say that was small. But at the time, it wasn't clear that the jobs report would be as strong as it turned out to be subsequently. Had you known that the jobs report was going to be as strong, would you have done 25 basis points or something different? Zu lauter sein? Okay, machen wir ein bisschen lauter. David, thank you for that question, and thank you for inviting me. Er wird jetzt gefragt, ob er auch die Zinsen nur um 25 Basispunkte erhöht hätte, hätte er die Arbeitsmarktdaten gekannt. I'll take it this way. So the message we were sending at the FOMC meeting last Wednesday was really that the disinflationary process, the process of getting inflation down, has begun, and it's begun in the goods sector, which is about a quarter of our economy. But it has a long way to go. These are the very early stages of disinflation. So the services sector, really, except for housing services, pardon me, is not really showing any disinflation. Er sagt halt, Disinflation fängt an, aber noch ein langer Weg bis dahin. This process is likely to take quite a bit of time. It's not going to be, we don't think, smooth. It's probably going to be bumpy. And so we think that we're going to need to do further rate increases, as we said, and we think that we'll need to hold policy at a restrictive level for a period of time. Then comes the labor market report for January. And it's very strong. It's certainly stronger than anyone I know expected. And so, but I would say, komplett we didn't expect it unerwartet. to be this strong, but I would say it Die kind of Arbeitsmarktdaten. shows you why we think that this will be a process that takes a significant period of time. The labor market's extraordinarily strong. And by the way, it's good. It's a good thing that inflation has started to come down without it. That has not happened at the cost of a strong labor market. So, and of course, since then, financial conditions have tightened significantly since then. So let me ask it another way. So, by the way, when the numbers coming out, the jobs numbers, 519,000 jobs, does anybody call you up in the government and give you a little heads up, this is going to happen, or they never do that? So on some data, sometimes we get data just the night before, and it's only me, and but not on all pieces of data. It's a very small amount of data, and we get it just the night before. For example, if we were going to get a big piece of data in the middle of an FOMC meeting, as often happens on the day of an FOMC meeting, it will help me to know it the night before. Okay, so the markets, after your speech last week, the markets assumed that, therefore, there would probably be another 25 basis point increase in your next FOMC meeting. Was that a bad assumption by the markets? So what we said at the meeting was. Also ich finde schon mal das Setting viel angenehmer als jetzt diese offizielle PK. Ongoing rate increases will be appropriate. Wie lange ist der schon live? The reason is we're 3 trying Minuten. to achieve a stance of policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And we don't think we've achieved that yet.
So we said that, and now you see the labor market report, and I think, again, financial conditions are more well aligned with that than they were before. So the assumption when you made your speech was that probably the Fed might even consider decreasing rates by the end of this year, and the markets no longer assume that. You think the markets are wrong? Well, so let me say, Wie these so eine are, Sitcom mit den Lachern, ey. all of these numbers that we're throwing around here are conditional on incoming data and what happens. So we never say this is Pumped auf what we jeden think Fall, will ja. happen. We make a tentative forecast and then we Macht let aber the eigentlich data keinen Sinn. come in. Bis jetzt hat er For nichts Neues example, gesagt. if the data were to continue to come in Er wirkt stronger than we zufrieden, ja, das expect, stimmt. and we were to conclude that we needed to raise rates more than is priced into the markets or than we wrote down at our last group of forecasts in December, then we would certainly do that. We would certainly raise rates more. Okay, so today, for people who aren't familiar with the FOMC, who actually is on the FOMC? So the U.S. Central Bank consists of a board of governors here in Washington. There are 7 governors. Those governors are nominated by the president and confirmed by the Senate, and we serve terms that are not synced up with the election cycle. So we're independent. There are also 12 reserve banks around the country which have a degree of independence, and so each reserve bank is led by a president who works there full time. All 12 of them sit on the FOMC. So that's 19 people sit on the FOMC. So it's quite a large committee, of which 12 vote in any given year. The Reserve Bank presidents vote on a rotating basis, except New York, which votes every year. So when you vote, do you vote at the beginning of an FOMC meeting and then just kind of have discussions afterwards, or do you wait till the very end and then you vote? No, we vote at the end. I mean, the FOMC meeting process takes, more than a full week. I'm talking to all of the participants, all 18 other Jetzt geht es ones. gerade um allgemeine Abläufe Staff has beim sent around memos, and there's FOMC-Meeting. something called the Teal Book, which is the staff's assessment of the economy. And Was für ein the Chart ist das? national Das ist Bitcoin economy und in monetary Gelb ist policy and all der that. S&P Then we have an 500. extensive discussion on the morning of the first day about the economy. 5 Minuten Everybody Chart. talks about that. On the second day, we talk about monetary policy, and then we vote on monetary policy at around noon on the second day. So does the chairman of the Federal Reserve Board speak first and say, here's what I think, or does he wait until the end and say, well, thanks for what you think, but let me tell you what I think? What do you do, first or last? Different chairs have done it different ways, and so I've tended to do what my immediate predecessor did, I think. Well, this is what I do. I speak last on the sort of the economic go-around. So everyone else talks about what they think about the economy, and in their district, for example, if they're a Reserve Bank president, and I listen to all that, and then I give my comments at the end, and I kind of sum up what people have said, and then I speak first on monetary policy. Okay, so you've said your inflation rate target is 2%, but why 2% Jetzt kommen wir zum and not 3%? Inflationsziel. 3%, could be tolerable, really. I mean, for most of organized history, 3% is considered okay. Why do you want 2%? So 2% is the global standard, and that is our objective. 2% Warum überhaupt as 2%? measured Gute by Frage. the PCE index, and that's not something we're looking at changing. That isn't going to change. That's not going to change. Not going to change, no. But okay, so you need to Pumpt get to weil er nichts Neues 2%, sagt. and your goal to Er get sagt there nichts is Neues by bis jetzt, what period aber of time er ist auch you'd nicht like to jetzt get there? Well, we say besorgt. that we're Er using our wirkt tools to get zufrieden there over time. und If you look at our entspannt. Vielleicht hatten forecasts, einige we Angst, dass expect er wieder 2023 aggressiv to labern be wird. a year of significant Jetzt sage ich labern, weil ich declines in labern inflation, gelesen and habe. It's actually our job to make sure that that's the case. But I would tell you that Genau, with weil nichts inflation, Negatives kam bis jetzt. PCE inflation is running about 5%. This is on a 12-month basis. Core is running at 4.4. My guess is it will take certainly into not just this year, but next year to get down close to 2%. Okay, so 2% is firm. You're not going to Yes. get off that. Yes. Okay. we're not. So, Okay, er the geht auch nicht von theory diesem of raising 2%-Ziel interest weg. rates, is that it will decrease economic activity and increase unemployment. But you've been increasing interest rates for a while, and unemployment is now at a record low. So what's wrong with the theory? Why is unemployment not going higher? Well, the labor market is strong because the economy is strong. And as I mentioned, it's a good thing that we've been able to see the beginnings of disinflation without seeing the labor market weaken. It's just that there's a lot of demand for workers. In fact, if you look at the supply of workers versus demand for workers, demand for U.S. workers is now more than 5 million greater than the available supply. And the available supply consists of people who are either working
or actively looking for a job. So this was not the case before the pandemic. The pandemic really had a significant, left a lasting mark so far on labor supply in the United States. The labor force participation rate came down, and there now is a shortage of workers, and it feels. Er sagt einfach, es gibt auch zu wenig Arbeitskräfte, für über 5 Millionen mehr Nachfrage als You've Angebot. resisted, I think, saying what unemployment rate would be acceptable to you, I think. But is there an unemployment rate that you think would moderate inflation such that you would tolerate unemployment at 4%, 5%, 6%? I guess I think about it this way. We have two goals that Congress has assigned us: maximum employment and price stability. Price stability, as we've agreed, is 2% inflation. Maximum employment means if you want a job, you can get one. So right now, the labor market is at least at maximum employment. Many would say that it is out of balance. Oh, das ist eine sehr interessante Aussage. So what we're trying to Er sagt do is nämlich, get inflation. er sagt, der Arbeitsmarkt ist mindestens bei Vollbeschäftigung. Also noch besser kann er im Prinzip nicht laufen, der In Arbeitsmarkt. hindsight, would you say that when COVID hit the economy and we injected $5 trillion of fiscal policy into the economy, and the Fed did quantitative easing and other related things, kept interest rates very low, would you say in hindsight that was a mistake or was the right policy at the time? So I think you have to go back to the decisions that were made in real time, and it was something nobody had ever seen. The global economy came to a virtual standstill. People were talking about depression. People were talking, and we didn't think, we had no idea when we would get vaccines that worked. So Congress took very strong measures, and we took very strong measures. And you see where the economy is. You've got a very strong labor market, but you have high inflation. As I mentioned, we're at the beginning of getting that down. 300 haben wir auch If you look geknackt. around the world, though, at other countries, they're also experiencing high inflation, including countries that didn't do as much as we did, either from a fiscal or monetary standpoint. So that tells you, though, that a big part of this inflation is actually related to the pandemic itself, the shutdown and then the reopening. That's a big part of it. Now, the quantitative easing program has increased the balance sheet, I guess, of the Fed. And what is your balance sheet now? I think it's $8.4 trillion. You must sound like you know. Sounds like 8.4 trillion. That was yesterday's number. Okay, all right, 8.4 trillion. What would you like it to get down to over the next year or two? Is there some lower number? So we are in the process of shrinking the balance sheet actively, actually passively, I should say. So what happens is as Treasury securities on our balance sheet mature up to a cap, a monthly cap, the balance sheet shrinks in that amount. Same thing with mortgage-backed securities as they are prepaid or so the balance sheet is shrinking. In terms of the target level of it, we haven't put a specific dollar number on it. The idea is we're in a regime of ample reserves. Reserves are basically deposits at the reserve banks. And when we get close to that level where we feel that reserves are ample, kind of where we were before the pandemic, then we'll slow down and we'll sort of test where we are. But it'll be a couple of years, we think, till we get to that level. The Fed does not sell securities. They waits for them to mature, and then you just cash them in, right? You're not in the market selling securities that are not yet mature. Is that correct? That is correct. It's also correct, though, that we've said we would consider sales of mortgage-backed securities, but I will tell you that's not something that is on the Das ist auch sehr wichtig. Die Bilanzsumme wird nicht aktiv verringert und die haben auch nicht den Plan, die Bilanzsumme aktiv zu verringern, indem sie Anleihen etc. Securities verkaufen, sondern nur auslaufende Anleihen werden halt nicht mehr in der Bilanzsumme sein. So the debt limit is really eigentlich auch was something Positives. for the fiscal authorities to deal with. The Fed, our only role in this is that we're the fiscal agent of the Treasury Department. We're not a policymaker on that. And I will just say this. This really can only end one way, and that is with Congress raising the debt ceiling in a timely fashion so that the U.S. can pay all of its bills when and as due. That's what has to happen. And if that doesn't happen, no one should think that the Fed has the ability to shield the financial markets or the economy from the consequences of moving too slow. So you don't have any program in place ready to go if, in fact, the debt limit isn't passed in time? This is something that Congress has to deal with. Sagt, die Verantwortung für eine Zahlungsunfähigkeit wegen der Schuldenobergrenze liegt beim Kongress und nicht bei der US-Notenbank und die können ja nichts machen, um die Finanzmärkte und die Märkte zu schützen.
Okay. In terms of Schuldenlimit soll einfach erhöht do werden. you consult regularly with the Treasury Secretary or the head of the National Economic Council or the President of the United States? How do you kind of relate to the administration? For a long, long time, 60 or 70 years, I think there's been a weekly breakfast or lunch with the Treasury Secretary and the Fed chair. And that's what I've had with Treasury Secretaries that I've had as Fed chair. I've also had regular, or call it irregular lunches with the head of the NEC. We also have regularly scheduled lunches with the Council of Economic Advisors, and that's really the institutional structure of our contacts with the administration. So, in the way the Fed works today, if you could reconstruct the operations of the Fed, would you change the legislation in any way? Would you think the Fed operates in a way that's as efficient as you can realistically operate? We're not looking for any changes to the Federal Reserve Act. I mean, I think it does work. The structure that I discussed earlier, where you've got the 12 Reserve Bank presidents coming in, what that assures, really, it institutionalizes diversity of thought. So we get different people coming in who've got different backgrounds, different careers, and they think different ways. And I think that's enormously beneficial to our decision-making process. So there has been discussion recently about the Fed, some Fed members, Fed board presidents selling their Weiß nicht, wie lange das securities geht. and Ehrlich maybe gesagt. not doing everything they were supposed to do in terms of disclosing it. What have you done to fix that process? We've put a new system and a new set of rules in place, which I think are best in class for a public institution like the Fed. And the innovations were that if someone wants to sell something that they own or buy something, they have to clear that in advance with staff at the Board of Governors, and then you've got to wait 45 days. Achso, ihr braucht Untertitel, Also, you sorry. can't own Dann individual machen wir das jeder stocks, so. and you can only do these. You can only authorize these transactions or execute them during specific times. And we disclose, of course, all of these are disclosed. If your idea is to trade things, buy and sell them because you think this stock is cheap and that kind of thing, that's just not something that will work. So what is the salary of the chairman of the Federal Reserve Board? It's around $190,000, I believe. Okay, so you live on the $190,000. If you need to sell something, what do? You have to clear it for 45 days? Or? That's right. If we have family expenses that, if we have them, that exceed my salary, then we have to sell an asset. You think that's a fair salary for the job? Or? I do, yes. No. Okay. Bekommt So 190.000 und denkt, es ist fair. How do you coordinate Geile with, Fragen auf jeden Fall. central banks, let's say in England Fragt ihn or einfach, wie viel er Japan verdient or und ob es China? fair ist. Do you have regular conversations with them about what they're doing? We do, and I meet 6 times a year in Switzerland with the heads of many central banks, even the small and medium-sized ones in Basel at the Bank for International Settlements. In addition, among the major central banks, I have regular dialogues going with most of them, and so what we're talking though about is really what's happening in the economy and how are you thinking about policy and that kind of thing. It's very important that we keep those discussions. Ich würde auch sagen, es ist eigentlich im Monat, im Jahr. Und ich glaube, im Jahr, das ist eigentlich zu wenig für die Verantwortung, würde ich jetzt vom Gefühl sagen. Wenn im Monat, dann natürlich nicht. Aber ich denke, er redet vom Jahr. Jeder Twitch-Streamer verdient mehr The Fed has the tools als to er. achieve our 2% goal over time. But inflation in the United States is, of course, very closely related to things that happen here, including the balance between supply and demand. It's also affected by, for example, commodity prices that are really set on the global markets. Oil and many agricultural commodities are priced globally. So there are certainly, it's an integrated global economy and global markets, and we are part of that. So you get data from all the various government agencies, but do you ever use anecdotal things like you go to the supermarket and you see prices are high and you say this price is high? Or how do you ever get anecdotal things, or people ever call you up or friends and say, by the way, you should do this or that? Do you ever get that kind of information, or do you only get it from the government reports? I mostly get data, but I will say I do believe that anecdotal information is very useful. And one of the things the reserve banks are great at is all 12 of them have big operations where they talk to businesses and nonprofits, universities, every sector of the country and the economy, and they bring that back to the FOMC meetings and they talk about what they're seeing. Because often,
but staring at data is great, but you need to have a story, and I think hearing the stories that people tell, it does help me to sort of, assess what's going on out there. So, as the chairman of the Federal Reserve is obviously an important job. How do you reduce the stress level you have? I mean, you can't be watching economic numbers all the time. So, what do you do to relieve the stress other than interviews like this? The usual things. I read pretty light fiction, detective and spy fiction. I exercise as much as I can. As you know, I like to ride my bike. I play the guitar, play music. Wait a second, is that safe, riding a bike? Dangerous? And It's safe. It's safe if you stay on the bike. And Bitte mal den Like-Button dribbeln. Ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Leute. Boah, fast 2000 Leute hier. Bei so einem spontanen Stream heftig. Jeder lacht neue Longs. Wie so ein Trinkspiel. Ja, Paul, ich finde den auch gut. Sympathisch ist er auf jeden Fall. Dinners or meetings, people treat you much differently, I assume, than they used to, right? When you go to a restaurant, are people listening to what you're saying or something like that? I have always thought that my jokes were funny, David. But no, so yes, it's. I've never been a public figure before like this, and it's very different. But it's a great honor to serve. But yeah, when you go in public places, you have to be very careful about. And does the President of the United States ever call you with any advice, or you don't realize did President Trump ever call you, or President Biden ever call you, or? Well, I think it's a matter of public record that President Trump did used to call me from time to time. Okay. What did he call you? Ja, ohne Witz, es klingt wie ein Sitcom hier, ne? Es ist unglaublich. No, I haven't had that kind of. I haven't gotten any calls from President Biden. Okay, so the biggest challenge you have now is being able to keep a straight face, not telling people what you're going to do in the future, and look at the data and then come up with the right solution, right? That's mostly it. I think the biggest challenge we face at the Fed is completing the process of getting inflation down to 2%. And what I want to point out is that we're seeing disinflation in the goods sector. We expect to see it in the housing services sector. And these are the three parts of the core PCE inflation index that we look at. There's 56% of the economy, which is the rest of the services sector. It's the biggest part, obviously, and we're not seeing disinflation there yet. And that's going to take some time. And we need to be patient, and we think we're going to need to keep rates at a restrictive level for a period of time before that comes down. So when you made your speech the other day, when you talked about the Fed discount rate, you used the word disinflation 11 times. Not that I'm counting, but 11 times. So you were saying that disinflation is beginning to appear. Would you use that word 11 times again today after the jobs report, or would you be less inclined to use that word so much? I might use I might say I would certainly use the word disinflation, yes, which means declining inflation, and I would call it declining inflation too. And today, what about the total debt of the United States, which produces some inflation, 31.4, leaving aside the debt limit? Are you worried about the total indebtedness of the United States producing inflation, or you don't think that's a big problem? Yeah, it's not the level of debt. I would say the thing I'd say about the level of debt is really, it's not. First of all, it's not the Fed's job, but I would say that we're on an unsustainable fiscal path at the federal government level. That has been the case for some time, and it's something we will have to deal with. And it's better to deal with it sooner rather than later. Now, many of your predecessors were economists. You were trained as a lawyer. So they spoke in what I call Fed speak, which is to say incomprehensible kind of economic language, which was done intentionally, I think, sometimes they would say. So you tend to speak in English. Has that been a plus, you'd say, when you're dealing with members of Congress, they can understand what you're saying? I like to think so. I've made it a real priority to engage a lot with Congress. In our system of government, unlike the parliamentary system, our accountability is to the legislature. It's to Senate and the House, and particularly the two oversight committees, Senate Banking and House Financial Services. And I think it's very important that we respect that and explain what we're doing and listen to their concerns and share with them how we're thinking about things. And I think they appreciate that. But that is, we have this precious independence. We can't be removed from office. We serve these long terms. The other side of that has to be accountability.
And the way for us to get accountability is to be as transparent as possible and try to reach, the people of the United States through their elected representatives. So this is a very high priority, and we're going to keep doing it. So when you testify in front of Congress, how much time does it take to prepare for that? Is that a 1-hour preparation session, or is it a 1-day session, or a 1-week session? These are supposed to be monetary policy hearings under the Humphrey-Hawkins Act, and they're actually on anything that's any political issue. So it's quite extensive. You have to prepare for everything that the Fed is involved in and many things that the Fed is not involved in. So it's a lot of preparation. So when you get questions from some members, do you have to bite your tongue and say, why are you asking a question like that, or you never have that problem? That never happens. Never happens. Okay. All right, well, good. So today, as you look at the country's economy, what is the biggest worry you have about inflation? Is it just that the fiscal policy is not completely under control? We have exogenous events outside. What is your biggest worry about inflation today? Well, it's kind of what I was saying earlier, which is we're just at the beginning of this process, right? Goods inflation. So we need that process to continue. The whole thing began, the whole inflation began with people not being able to buy services, instead buying goods, and then global supply chains collapsing. And so you couldn't get goods, and prices of goods went up, and that's where it started. But that is now starting to get better as supply chains are improving and as people are rotating their purchases back to services. You move on, though, we're not seeing it yet in housing services, which is either rent or the ownership, the imputed costs of house ownership. But we expect to see that. So we need that to happen. That's another big part of the economy. It's got to come. It should come in the second half of the year. Jetzt muss er, glaube ich, langsam aufhören zu reden, weil der Markt dreht. Es reicht. Oder den Leuten wird jetzt langsam wieder bewusst, er hat nichts Neues gesagt. Es gab nur keine negative News. Und ob das reicht, um so krass zu pumpen, wir sind jetzt nicht krass gepumpt, aber um jetzt hier euphorisch zu werden. With the war in Ukraine and the reopening of China, and those are things that can affect our economy and the path of inflation. Right. So the balloon was not your worry, though. You don't care about the balloon. It's not within our ambit. Okay. So today, the Federal Reserve gets data from all over the country, and are you convinced that you get the best data, you have the best data collection methods, or do you think it's not as modern as what Wall Street gets? So most of the data that we get are just the same. We don't collect the data on unemployment or inflation or most things. So most of that's just government data, and a lot of that's, for example, very high quality. The labor market data is very high quality. What we get, which I think is better and different from what everybody else gets, is what I mentioned earlier, and that is the reserve banks putting together the beige book, putting together the beige book, and also coming in and sharing the anecdotes and what they're hearing, what's happening with each district is different. You have agricultural districts and energy districts, and so that I think our anecdotal, but also just the haul of information we get through that network is I don't think anybody else has that. So do you consult regularly with some of your predecessors? I mean, obviously one is Secretary of the Treasury now, but Ben Bernanke, for example, or... I do. I talk to former Chairman Bernanke. I talk to, Secretary Yellen. I still talk to Alan Greenspan now and again. And when you're dealing with your colleagues on the Fed board, and you disagree with them, do you say, look, I'm the chairman of the Fed, I am the person... Schon interessante Fragen, muss man sagen, wie die überhaupt gemeinsam arbeiten, wie sie sich austauschen. Ist jetzt natürlich nicht so relevant, was der Markt jetzt gerade macht, aber trotzdem spannend. Das ist auch spannend. And then I'm the one who has to bring a proposal in front of the full committee, not just the board, but in front of the full committee on monetary policy. And it works. We have to reach an agreement, and we get to a place. I think you can tell today we are blessed with a diversity of perspectives on the FOMC with 19 people. Of course we are. But you have one thing that unites all of us, and that is a very strong commitment to getting inflation down. So in some parts of Washington, people say, if you give me this, I'll give you that. I'll trade this for that. You never do that at the Fed when you're coming up with a decision. I'll do what you want if you do what I want. That doesn't happen ever? Not really, no. Oh, no. Okay. Like you mean a better office or something like that? Well, just, I'll say what you want me to say if you say what I want you to say or something. That never happens, right? No, it doesn't happen. I mean,
And when you want to talk to members of the board, of the Federal Reserve Board, do you go to their office or do they come to your office? I like to do both. Okay. I mean, I really don't like to sit in my office all day and just have people come to see me. I like to go barge in on people, and I think it's much better to get up and walk around and see people. But the Fed has been pretty good at avoiding leaks of its decisions. How do you do that? Because most people in Washington are not so good at that. How do you avoid leaks? We do have, we've got very strict rules around confidentiality, particularly around the written materials that we have. We publish these things internally for the FOMC meeting, the memos and the Teal book and all that. But the other thing to remember, though, is, we're not trying to hide our decisions from the public. We actually, in modern monetary policy, we want the public to understand how we think, how we're thinking, and if markets really understand how you're thinking and a new piece of data comes in, the markets will go, well, they're going to do this, and it sort of happens organically. And that happened all last year. As we were talking about raising rates, the market priced in rate increases long before we actually enacted them. So we want to be transparent. We're not looking to surprise markets with these decisions. But from the time that you make your decision on the FOMC, whatever time it is during the day, das stimmt aber auch wirklich. Die versuchen ja wirklich, die Märkte gut darauf vorzubereiten, was passiert und keine Überraschung für die Märkte rauszuhauen. How do you make sure nobody is calling their spouse and saying, guess what we're going to do? Well, people take this very seriously. None of that happens. You're taking your professional life in your hands if you do something like that. I think people have a sense of self-preservation. So people are very careful about this information. There is a period of a couple of hours after the meeting and until we announce the decision, but we announced the decision at 2. The press conference is at 2:30. So I think it's a fairly small group of senior staff and policymakers that kind of know what happened and what we're going to say, and I just think everybody understands that you've just got to be really careful with that. To go back to jobs discussion, if next month you had another 519,000 jobs created, net jobs, would that be good or bad from your point of view? Have we a lot of people working, but maybe producing more inflation? So we don't have the luxury of thinking about good or bad. It just is what it is. So, but I would say again, most analysts, most economists would say that to get inflation down from high levels that we've had, if you look at history, there is some softening in labor market conditions that goes along with that, and that is still, very possible and indeed likely here. Some softening in labor market conditions. However, this cycle is different from other cycles because of where it came from, and it's just confounded all sorts of attempts to predict what it would do. So it is good that we have seen a very strong labor market, but at the same time we're seeing wages moderating. Wage increases are still very high, but wage increases have come down to a level that is closer to what would be sustainable, still well above what would be sustainable with 2% inflation. And same thing with inflation. Inflation is starting to come down and the labor market hasn't softened. We do expect that it will soften. But sagt halt, der Arbeitsmarkt wird auf jeden Our Fall job noch is to get sich inflation down abkühlen. to 2% and preserve maximum Das ist employment. deren So when the Prognose. FOMC meets, as it does regularly, eight times a year? Yes. 8 times. You pretty much know how the decision is going to come out before you actually get together because you've been talking to each other? Or does the meeting of the FOMC change minds in ways that you might not have expected before the meeting started? It depends on the meeting. I talk to each of the 18 other participants at least once, and we go through everything. What's your analysis of the economy? How are you thinking about monetary policy? How are you thinking about the path forward and all of that? So in some meetings, I will say some of the time, you get into a discussion at the meeting which suggests that maybe you should communicate differently, and then we'll think about that, and we might actually take a break in the middle of the meeting and then go off with a smaller group and think about that and come back and make changes. Sometimes, though, everything plays out as expected. And when you're having these FOMC meetings, I assume somebody sweeps the room to make sure there's no bugs and anything? Yes, all that. So Yeah. no leaks? No. Okay. And today, as you look forward, as we are going forward for the next remainder of this year, your basic view would be you'd be happy if the inflation rate were to get down by the end of the year to 2%, may be unrealistic, but
your core inflation now, or overall inflation, you think is about 4.5%, something like that, or what would you say it is? It's in that range. There are different measures. Okay. Yes, we expect significant progress on inflation this year, and again, it's our job to produce it. And I want to say again, we throw these numbers around, but the reality is we're going to react to the data. So if we continue to get, for example, strong labor market reports, Ist auch nichts Neues. Also Fokus auf die Daten. Wenn Inflation steigt oder der Arbeitsmarkt sich nicht bessert, dann müssen die noch mehr erhöhen oder länger oben halten. Ist auch nichts Neues. You would say, I'm not going to be any better off waiting to next year than now, because rates aren't going to come down that much at the beginning of next year, so I might as well get the house now, mortgage. So surprisingly enough, I get a lot of requests for advice on those kind of things. And you don't give any? And but I really can't. Okay. I really can't respond. So on the whole, to summarize where you are, you're basically saying Auf welche Frage konnte er jetzt nicht antworten? Ich habe den Chat that gelesen. came out was a little bit surprising, but they say. Surprisingly enough, I get a lot of requests for advice on those. So surprisingly, next year than now, because rates aren't going to come down that much at the beginning of next year, so I might as well get the house now, mortgage. Ach so, was mit den Immobilien gemacht werden soll. soll. You're not prepared to give anything that's completely different guidance than you gave last week. Well, I mean, this is a world in which we've had the labor market report, and I think that does. I think it underscores the message that I was sending at the press conference and in the meeting. Ja, jetzt sind wir auf dem Level fast wieder da, wo angefangen hat zu to get reden. inflation down to 2%, and I think there's been an expectation that it'll go away quickly and painlessly, and I don't think that's at all guaranteed. That's not the base case. The base case is for me is that it will take some time, and we'll have to do more rate increases, and then we'll have to look around and see whether we've done enough. Okay. And 2% is the rate we had for the last 25 years before inflation came along. But prior to that, for most of U.S. history, we were higher than 2%. Is it that 2% is, we're now so used to 2% after 25 years of it that you think that's the appropriate level? So we went through this long period where inflation was really anchored around 2%. And we think that, and economists think that that's because people start to expect 2% inflation. And inflation, it's in a way, if everyone expects that prices are going to go up, prices and wages are going to go up 2% per year, then plus productivity in the case of wages, then it will. That's what will happen. Having price stability, real price stability for an extended period of time is just enormously beneficial to the public, because you can then, on the back of that, you can build a very strong labor market, as we had. We had a labor market with really 3.5% unemployment in 2018 and 19. And we had inflation running, just barely getting to 2%. Wages moving up the most for people at the lower end of the spectrum. And so this was we all want to get back to that place, but the bedrock of the whole thing is to get inflation under control. The unemployment rate hasn't come down as much as people are going up as much as people thought. In part, some people say because we don't have as many immigrants coming in the country, legal immigrants coming in, taking some of the jobs they otherwise would take. Do you think immigration is an issue in terms of giving us more labor workers, or do you think that's not a factor? So just as a matter of arithmetic, it was a factor because there was very little migration across borders during the pandemic. And that was part of what was happening, particularly in certain sectors like the agricultural sector and food service and things like that, where there just weren't the people. However, just very recently here, the immigration data have turned up again. And I think that may be part of why people are feeling somewhat less pressure in the labor market to find workers. This is an issue not for the Fed, though. Immigration is obviously a political issue. We do not seek to be a player on this. But it's just a fact, though, that right now the United States has fewer available workers than it has jobs plus job openings. And when you increase interest rates, the traditional effect is to increase the value of the dollar versus other currencies. Do you have any concern about the value of the dollar going up too much, or that's not something you comment on? So the responsibility for the exchange rate really rests with the Treasury Department and the administration, not with us. Of course, that's another financial variable that goes into every economic model, but we don't look at it as something that we're working on.
All right, well, I think I haven't been able to get you to say anything you didn't want to say. Ja, So, I would say, Jay, I've known you a long time. I think you've done a great job in a difficult situation. I appreciate your service to the country at $180,000 a year, or whatever the salary is, something like that. So, thanks very much for being here, and macht thank er you sich for your gerade lustig über sein Thank you, Gehalt? David. Great to see you. Thank you. Ja, das war's. Das war's. So, ich zieh mal den Chart hier wieder rein. Ja, witzig, oder? Da macht er sich am Ende nochmal lustig über sein Gehalt, glaube ich, oder? Ja, so habe ich es zumindest verstanden. Also, was hat er heute gesagt? Erstmal die Befürchtung, dass er jetzt komplett durch die Decke geht und sagt, oh, wir haben Mist gebaut und wir müssen viel krasser vorgehen. Das ist nicht gekommen, deswegen kam der Pump. Aber irgendwann kam dann halt auch bei den Leuten die Erkenntnis, das habe ich ja immer wieder auch euch gesagt, er hat nichts Neues gesagt. Außer der Erkenntnis, dass jetzt keine Panik angesagt ist und dass er entspannt wirkte, ist dieser Pump halt hier voll unbegründet gewesen. Und deswegen kommt auch der Markt jetzt hier wieder zurück. Im Prinzip auch, wenn wir mal sogar in den Minutenchart mal reingehen, wenn ihr wollt. Kurz nach 40 hat er angefangen, sagen wir mal so 41, 42, ja, 10, 20, 30 Dollar Unterschied. Im Prinzip nichts passiert, aber es hätte auch schlimmer kommen können. So kann man es, glaube ich, heute formulieren. Ich werde nochmal gleich ein paar Kernaussagen wiedergeben. Ich habe da schon ein paar, Moment. Zack. So, was sind so die Kernaussagen? Zum einen, Fokus auf die Daten, Arbeitsmarktdaten, vor allem Wirtschaftsdaten. Wenn Inflation steigt, sowieso, aber wenn Arbeitsmarktdaten und Wirtschaftsmarktdaten, Wirtschaftsdaten weiterhin gut laufen, wenn Arbeitsmarkt noch besser läuft, wenn Löhne noch mehr steigen, dann müssen die vielleicht sogar noch mehr die Zinsen anheben oder noch weiter oben lassen. Er sagt, man sieht Disinflation. Disinflation bedeutet nicht Deflation. Das ist ganz wichtig. Also die Inflation verliert an Dynamik, aber nicht in allen Bereichen, beispielsweise nicht bei Dienstleistungen. Deswegen möchte die US-Notenbank in diesem Bereich halt auch Disinflation sehen. Es wird auf jeden Fall nicht in diesem Jahr passieren, dass wir auf die 2% kommen. Das ist auch keine große Überraschung. Genau, das sind so die Kernaussagen. Im Prinzip hat er, wie gesagt, nichts Neues gesagt, keine wirklich großen Überraschungen. Die 2% werden in den nächsten Jahren erreicht sein wahrscheinlich. Weitere Zinsanhebungen sind notwendig, also es ist auch eingepreist schon. Die US-Notenbank möchte nicht die Märkte überraschen, das ist auch, glaube ich, jetzt jedem bewusst. Wer das jetzt hier seit über einem Jahr verfolgt, dem ist das, glaube ich, auch klar. Ja, sonst habt ihr noch eine Aussage, die ich vergessen habe? Was ich sehr spannend fand, ist, dass er sagt, eigentlich, wie gesagt, die US-Notenbank hat 2 Aufgaben, Preisstabilität und Vollbeschäftigung. Und er sagt, wir sind im Prinzip bei mindestens Vollbeschäftigung, also sogar darüber hinaus. Und das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass er der Meinung ist, dass der Arbeitsmarkt eigentlich nicht noch besser laufen kann als jetzt, was wiederum eigentlich ja genau das ist, was sie ja sehen wollen. Aber ob er das vielleicht vor einem Monat auch schon gesagt hätte, das weiß ich natürlich nicht. Er ist zufrieden mit seinem Gehalt, ja. Was soll er auch anderes sagen? Was soll er auch anderes sagen? Bei dieser Anzahl nur so wenige Daumen. Ach, ich find's gut. 1800 Leute. Krass. Herzlich willkommen an alle Neuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Freut mich wirklich, wenn euch der Livestream hier gefällt. War ja wirklich spontan. Ja, ich habe mich so auf einen Dump gefreut. Ja, das haben wahrscheinlich die meisten. Deswegen kam auch direkt dann der Pump, um die Shorts zu liquidieren oder halt die Leute in FOMO zu treiben. Aber es ist jetzt auch nicht so viel passiert, dass jetzt irgendwie FOMO angesagt wäre, ne? Aber wir kommen jetzt genau auf dieses Niveau. Wir sind jetzt genau auf dem Niveau, wo wir vor der Rede waren und gehen hier sogar vielleicht noch weiter runter. Ja. Vollbeschäftigung bedeutet, Staatskasse füllt sich, ja, aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass die Inflation wieder auch an Dynamik gewinnen kann, ne? Durch Lohninflation. Und wenn alle einen Job haben, können auch alle Geld ausgeben, die Nachfrage steigt bei Gütern und Dienstleistungen und die Inflation geht nicht runter.
war die Rede spontan oder geplant? Die war geplant, aber ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute einen Fokus drauf legen. Deswegen hatte ich auch jetzt irgendwie das nicht vorher angekündigt. Aber mir ist das so in den letzten 2 Tagen so ein bisschen bewusst geworden. Ich hätte eigentlich heute ein Video gemacht, aber ihr habt dann halt auf Twitter geschrieben, dass ich live gehen soll. Deswegen bin ich live gekommen. Spontan geplant. Aber ich fand das Event an sich oder dieses Setting mal erfrischend, würde ich mal formulieren. So ein bisschen eine andere Seite gesehen, ne? Irgendwie bei den FOMC-PKs ist er so ein bisschen angespannter. Teilweise war es wie eine Sitcom. Einer hatte geschrieben, glaube ich, Friends oder so, ne? Oh, schaut mal, jetzt sind wir sogar drunter. Das ist der Minutenchart, ne? Das sieht jetzt natürlich auch alles krass aus. Aber wir sind jetzt hier auf einem neuen Tief, seitdem hier die PK angefangen hat. Gehen wir auf den 5 Minuten. Ja. Das sieht ganz witzig aus, ne? Aber 23.300 und viele sind wieder schon wahrscheinlich da reingelaufen. Spontan und gut, danke Heiko. Lasst gerne noch ein Like da, Mädels. Genau. Auch die Mädels natürlich, nicht nur die Männer. Und nochmal am Ende vielleicht hier der Hinweis zur Spende. Genau wie wir es damals für den Ahrtal gemacht haben. Mit Basti damals. Hier ein kleiner Spendenaufruf, falls ihr unterstützen möchtet. Findet ihr den Link. 2800, ey, da sind noch mal ein paar dazugekommen. Vielen Dank an alle. Heftig. Heftig, heftig. Und an alle Neuen, wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Ihr wisst, sollen wir noch ein Q&A machen? Ich weiß nicht. News nehme ich wahrscheinlich morgen einfach nochmal mit auf, separat. Wobei jetzt natürlich auch, ja, ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Ich glaube, ich bleibe noch ein bisschen. Schon auch eine nette rote Kerze gerade. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Furkan, wo würdest du Bitcoin longen? Auf welcher Plattform? Die findet ihr in der Videobeschreibung. Ich nutze BingX aktuell und bin so zufrieden. Also die geringsten Gebühren, wenn man die Konkurrenz vergleicht, wo man überhaupt Future traden kann und Top-Liquidität. Boah, ja, das sind hier $500 ungefähr innerhalb von 20 Minuten. Market Maker spielen jetzt, scheint so. Scheint so. Liquidität wird gehandelt jetzt wieder. Adonit kann ich gar nichts zu sagen, bin ich nicht im Thema. AI-Coins habe ich nicht investiert, nein. Aber ich habe zwei getradet. Ich trade lieber solche kleinen Hype-Sachen, trade ich lieber auf den Future-Märkten, als jetzt irgendwie ein HODL-Portfolio reinzunehmen, weil du da auch genau ein Jahr warten musst, damit es überhaupt steuerfrei wird. Und bei solchen Hype-Geschichten weiß ich nicht, ob es noch in einem Jahr dann im Profit ist. Was denkst du über die NFTs auf Bitcoin? Ja, die heißen auch anders, oder? Die heißen auch anderes, oder? Ordinals, ja. Das spaltet gerade so ein bisschen die Community, ne, im Bitcoin-Netzwerk. Und das erinnert mich so ein bisschen an 2017. Das ist eine Gefahr, fundamental, meiner Meinung nach, wenn sich die Community vor allem spaltet. Das kann man auf Twitter ganz gut sehen. Es gibt Leute, die komplett dagegen sind, gibt Leute, die sagen, nee, wir dürfen das nicht zensieren oder wir brauchen diese Funktion. Ich denke mir jetzt gerade, warum brauchen wir überhaupt NFTs auf der Bitcoin-Blockchain? Muss jetzt auf der Bitcoin-Blockchain, brauchen wir das wirklich? Haben wir nicht andere Netzwerke, wo so ein Kram, solche Spielereien möglich sind? Schwierig, echt schwierig. Am Ende ist die Gefahr, wenn es wirklich hart auf hart kommt, das sehe ich jetzt noch nicht, aber so ein Hardfork, wo sich die Community spaltet und wo man nicht weiß, was setzt sich durch, ist, glaube ich, vor allem in einem Bärenmarkt jetzt nicht so geil. Bist du ein guter Trader, Furkan? Nein, total schlecht.
Mein Studio ist hier unter der Brücke. Alles verzockt. Wie stehst du dazu? Ich bin eher dagegen. Ich sehe den Mehrwert halt nicht. Wofür? Wofür? Du würdest dich für ohne NFTs entscheiden. Ja, gut. Es ist schön, klar kann man sich dann entscheiden, aber es haben sich auch damals Leute für Bitcoin Cash entschieden, weil sie sich dachten, okay, 8 Megabyte sind jetzt die bessere Lösung, aber am Ende entscheiden die Miner und vor allem auch die zentralen Plattformen. Was wird als Bitcoin verkauft? Wer 2017 dabei war, der kann sich ganz genau erinnern, stand zur Debatte. Welcher Bitcoin-Fork bekommt die BTC-Kennzeichnung? Und dann haben irgendwelche Börsen, die großen Börsen, dann angefangen, die Entscheidung zu treffen. Was hältst du von KI? Ich bin richtig bullish auf die KI-Coins in diesem und nächsten Jahr. Also da wird es auf jeden Fall einen Hype zu geben, aber ich glaube, diese ganzen KI-Chatbots zeigen auch, dass man kein Token braucht eigentlich. Aber einen Hype gibt es immer, ne? Also den kann man gerne mitnehmen. Mache ich auch manchmal natürlich, vor allem in Bullenmärkten. In Bärenmärkten bin ich vorsichtiger, da lege ich den Fokus ja, auf weniger Risiko sozusagen. Aber ja, wie gesagt, Hype-Themen nehme ich lieber auf den Future-Märkten mit. Kurzfristige Position, Profite einfahren, rausgehen und die anderen ihren Spaß haben lassen oder dementsprechend, wenn es wieder runtergeht, dann ist man halt schon raus und braucht sich keinen Kopf mehr machen. Ich mag dein Oberteil, das ist von H&M. Äh, Habe ich in Bochum oder so, glaube ich. Bochum war das, glaube ich. Ganz normales H&M-Shirt, aber diese Frage kommt echt oft. Das Hemdchen kommt gut an, deswegen ziehe ich es auch immer wieder an. Da kommen die Likes automatisch für das Hemd alleine. Bei Holzfäller. Bei holzfäller.de, genau. Erklär mal, wie die Höhe der Inflation gemessen wird, in welchem Zeitraum oder ist das pro Jahr? Aktuell ist ja 6,5%. Inflation ist einfach ein Warenkorb. Das wird es halt vorher festgelegt, welche Waren und Dienstleistungen damit reinfließen. Und dann wird die Preisveränderung von Jahr zu Jahr gemessen. Es gibt aber auch von Monat zu Monat. Aber die Headline-Inflation ist immer von Jahr zu Jahr. Aus welcher Stadt komme ich? Ich bin in Dortmund. Wie empfiehlst du das Thema Crypto-Trading anzugehen? Ja, kann ich euch sagen. Komplett kostenlos. 8 Stunden Videoreihe hier auf meinem Kanal. Kann ich euch auch nochmal hier auf dem Kanal zeigen. Moment. Moment. Also es ist 8 Stunden Videoreihe von A bis Z im Prinzip. Ist komplett kostenlos. Andere nehmen, glaube ich, dafür 1.000 € für irgendwelche Coachings. Ihr geht einfach hier auf den Kanal, dann auf Playlists und dann seht ihr hier Bitcoin und Trading Tutorials, 8 Stunden Videoreihe, die hat Vince damals aufgenommen. Wenn man da draufklickt, seht ihr Vince und die verschiedenen Themen. Also das sind, glaube ich, über 30 Videos, 31 Videos. Könnt ihr euch gerne reinziehen. So würde ich anfangen und vielleicht noch ein Buch lesen oder so technische Analyse der Finanzmärkte. Und dann seid ihr auf jeden Fall ein bisschen besser vorbereitet, als wenn ihr einfach irgendwo euch anmeldet und irgendwie 100er Hebel reingeht. So, wie sieht's hier aus? Sind welche noch da hingegangen? Nochmal 100, ey, krass. Geil. Finde ich geil. Ich glaube, für ein A-Tal hatten wir irgendwie 1.600 oder so. Habe ich mir gestern nochmal kurz angeschaut. Sehr cool. Wird es noch ein Update zum Kurs geben? Ist jetzt gerade nicht geplant. Vielleicht mal vereinzelte Videos mit irgendwelchen Strategien oder so kann ich mir auf jeden Fall nochmal vorstellen. Die
bedarf, ja, solche Videos sind aber auch immer ein bisschen komplizierter und aufwendiger. Warenkorbmessung steht unter Kritik, ist ungenau, weil nicht alles in diesem Warenkorb für jeden Haushalt gilt. Gibt auch viele andere Indikatoren, gibt sogar den Big Mac-Indikator. Ja, Big Mac-Indikator ist auch ähm, ist auf jeden Fall auch relevant. Deswegen ist auch der Lieblingsinflationsindikator von der US-Notenbank die PCI-Kernrate. Ne? Das ist auch nochmal ein bisschen anders. Da geht es auch wirklich nach Nachfrage und so Kaufverhalten. Furkan, wir sind ein bisschen spät dran. Bitte zusammenfassen, was passiert. Jerome Powell hat geredet. Er wirkte sehr entspannt. Die Märkte haben gepumpt, weil er nicht auf die guten Arbeitsmarktdaten negativ reagiert hat. Das war ja die Befürchtung. Aber irgendwann kam dann halt die Erkenntnis, dass er nichts Neues gesagt hat. So würde ich es, glaube ich, in 2 Sätzen zusammenfassen. Oder einen Satz. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren. Auf anderen Kanälen, ja, Indikatoren beispielsweise, hast du da Favoriten? Ich arbeite eigentlich am liebsten mit horizontalen, also ähm, Chartformationen oder Trendlinien, sowas bin ich nicht so wirklich Fan. Eher Widerstand-Support, wo liegen die Order, liegen die Liquidierungszonen, wo liegt Liquidität generell. Ähm, ja, das ist so mein Ansatz, ehrlich gesagt. Bart hat geredet heute. Danke, Hyper. Danke, Hyper. Ich hoffe, ja, also was soll man dazu sagen, was da abgeht, ne, mit dem Erdbeben. Es trifft auch immer die Leute, die sowieso schon wenig haben. Ne? Türkei ist sowieso nicht das reichste Land und dann die Region, wo es sowieso, ja, wo dann von den Armen sozusagen die Ärmsten leben. Prediction für Frankfurt-Spiel. Heute spielt Frankfurt Pokal. Gegen wen spielen die denn? Morgen spielt Dortmund erst, das weiß ich. Gegen Darmstadt, ja, aber es ist ein Derby, ne? Schönes Spiel, könnte man sich echt reinziehen. Aber ich wollte eigentlich noch zum Sport. Dein Tipp für morgen BVB, die Nummer 1 im Pott sind wir, die Schwarz-Gelben. Also wir müssen auf jeden Fall weiterkommen. Da bin ich nicht im Stadion, aber gegen Chelsea bin ich im Stadion wieder. Da freue ich mich auch drauf. Nächste Woche Mittwoch. Livestream dann. Anstatt PK von Jerome Powell mache ich von der Südtribüne. Okay, Leute, wir machen mal jetzt Schluss. Nichts Neues passiert im Endeffekt. Volatilität kam rein. Deswegen habe ich es auch auf Twitter gepostet, weil es so viel auf dem Schirm hatten, aber keine große Überraschung. Passt auf euch auf. Vielen Dank für die ganzen Likes, 1100 Likes. Falls ihr noch nicht geliked habt oder den Channel abonniert habt und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt mir gerne auch auf Twitter. Ich poste auch nochmal mein Twitter-Profil rein. Da poste ich immer die Sachen rein. In der Videobeschreibung findet ihr auch die Telegram-Gruppen, die sind komplett kostenlos. Da könnt ihr euch auch noch besser austauschen, ne? Nicht nur hier im Chat. Viele Leute sind gar nicht in den Telegram-Gruppen. Kommt da rein, da könnt ihr euch noch besser austauschen. Da könnt ihr auch eure Fragen nochmal reinstellen oder so. Wann gehst du wieder live? Weiß ich nicht. Immer so ein bisschen spontan bei mir. Ich mag die Videos mehr und ihr ja eigentlich auch. Habe ich schon oft eine Umfrage dazu gemacht, ob Livestream oder Video. Immer kommt die Antwort, lieber Video. Ist auch mein Favorite. Einfach kompakt und effizient für alle. Für mich dauert es halt ein bisschen länger. Ich glaube, Video vorbereiten, schneiden, rendern, hochladen dauert immer länger, aber ich kann das auch verstehen. Ich würde jetzt persönlich, wenn ich mir jetzt Content reinziehen würde, auch eher die kurzen Videos reinziehen. Wo sind die Liquidierungen? Kann ich euch kurz noch zeigen. Moment, zum Abschluss. Das mache ich doch gerne. Kurz einloggen. Chart. So, Liquidierungen. Ja, mehr Long-Liquidierung aktuell möglich. Short-Liquidierung erst bei 24,5 und nach unten 22,3, 22,2, da ist auch noch der Bereich 22,16 und 22,1. Also eher Long-Positionen drin aktuell als Short-Positionen.
Okay, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund, genießt noch euren Abend. Ich hoffe, euch hat der Livestream gefallen. Denkt bei den Spenden an Syrien. Ja, Syrien darf man echt nicht vergessen. Ich kenne da leider keinen vor Ort, deswegen kann ich da auch nicht irgendwie Geld rüber schicken. Aber in Gaziantep, wie gesagt, kenne ich Betroffene, die schon jetzt in 2 Tagen hier bei Minusgraden im Auto verharren. Deswegen möchte ich da auch ein bisschen helfen. Und vielen Dank, wie gesagt, für die ganzen Spenden. Ne? Da haben auch Leute teilweise 500 Euro gespendet etc. Wie gesagt, da könnt ihr euch sicher sein, fast 3.000 Euro, heftig. Ich werde auf jeden Fall dafür sorgen, dass das wirklich auch 1:1 ankommt. Wie gesagt, auch die PayPal-Gebühren, die übernehme ich. Wusste ich vorher nicht, dass PayPal da Gebühren zieht, aber das geht dann auf meinen Nacken. So Leute, schönen Abend euch. Ciao, ciao.